eine Virtual Alley Cat. Ich sag mal, eine virtuelle Schnitzeljagd mit dem Fahrrad. Das ist eine interessante Geschichte. Wir treffen uns virtuell, wir bekommen Aufgaben virtuell und wir fahren eine Strecke real. Und weil es so schön war, hängen wir noch eine Tour hinten dran. Hast du mir doch geschickt? Hab ich das? Henriettenstraße. Benannt nach Henriette von Nassau-Weilburg, die Frau von Herzog Ludwig. Sie lebte im Schloss Kirchheim und hatte eine direkte Verbindung zum Welfenhaus. Somit ist sie eine der Vorfahren der englischen Königin. Nach dem Tod ihres Mannes entwickelte Herzogin Henriette ein starkes soziales Engagement, das die Stadt Kirchheim bis heute prägt. Viele soziale Einrichtungen wie ein Kindergarten, das Krankenhaus oder die Freiwillige Feuerwehr gehen auf ihre Initiative zurück. Das ist aber der gar nicht, den ich meine. Ja. Bismarckstraße. Straßen, die nach Otto von Bismarck benannt sind, gibt es massenhaft in Deutschland. Die Person Bismarcks, der auch der eiserne Kanzler genannt wurde, ist umstritten und deshalb sollte in Kirchheim die Straße umbenannt werden. Unser Vorschlag: Angelika-Matheidiger-Straße. Frau Matheidiger war langjährige Bürgermeisterin und hat sich persönlich stark für die Belange der Stadt eingesetzt. Auch Bismarckstraße. Der wahrscheinlich kürzeste Radweg der Welt. Wir hatten die seltene Gelegenheit, dieses Meisterstück deutscher Radinfrastruktur bei Tageslicht und in voller Länge bewundern zu können, weil es ausnahmsweise mal nicht zugeparkt war. Schöllkopfstraße. Der dortige Radschutzstreifen hat die Bezeichnung Todesstreifen redlich verdient. Als Radfahrer braucht man Todesmut und sollte mit seinem Leben abgeschlossen haben, um diesen Radweg zu befahren. Entsprechend wird der Todesstreifen nicht benutzt. Bezeichnenderweise wurde die Kreuzung der vierspurigen Straße schon mehrfach umgestaltet und verschlimmbessert. Radfahrende zogen dabei immer den kürzeren. Die jetzige Lösung besteht aus einem schmalen Todesstreifen, der praktisch von jedem Autofahrer missachtet wird und zudem direkt in die Doringzone der Parkplätze führt. An einer 300 Meter langen Rechtsabbiegerspur, für die kein Bedarf besteht und die kaum benutzt wird, hält man aber verbissen fest. Fahrradkurier. Es gibt in Kirchheim bereits mehrere entsprechende Initiativen.
Die neueste und letzte wurde in diesem Zusammenhang am 13. März, kurz vor den Corona-bedingten Ausgangssperren, beim Abschlussbier zur 15. Critical Mass von uns beim Bürgermeister angeregt und war bereits nach 2 Tagen von der Stadt umgesetzt. Seither koordiniert die Stadt eine freiwillige Einkaufshilfe für ältere oder bedürftige Menschen. Das wird von Ehrenamtlichen zu Fuß oder mit dem Rad erledigt. Historisch interessanter Ort. Wir haben uns bewusst gegen das Rathaus, das Wachthaus, das alte Haus, das Schlössle, die Bastion, das Mehrgenerationenhaus Linde, das Spital, das Kornhaus, das Max-Eid-Haus und so weiter entschieden, weil wir neben dem Kirchheimer Renaissance-Schloss mit Graben und Kasematten genug stadtprägende historische Gebäude in Kirchheim haben. Stattdessen wenden wir uns Max Eid zu, einem deutschen Ingenieur und Schriftsteller, der sich auf der ganzen Welt für Dampfflüge, Dampfwalzen und dampfbetriebene Treidelmaschinen stark gemacht hat. Die noch erhaltenen Maschinen aus dieser Zeit werden in Kirchheim betriebsbereit gehalten und zu bestimmten Ereignissen vorgeführt. Wenn so eine Maschine unter Dampf pfeifend und schnaubend durch Kirchheim fährt, ist die ganze Stadt aus dem Häusle. Unbestrittener Mittelpunkt und stadtprägendes Wahrzeichen ist die Fassade des Kirchheimer Rathauses. Die Rikscha Kirchheim ist ein gemeinsames Projekt von Sannwald-Stiftung, Buffet e.V., Initiative Fahrrad, Bier Rauner und dem Seniorenzentrum St. Hedwig. Alle Fahrer engagieren sich ehrenamtlich für das Rikscha-Angebot, sind geschult und fahren ältere Menschen kostenlos durch. Die nächste Aufgabe. Räume deine Stadt auf. Die Demos fachgerecht entsorgen. Wir verkleiden uns mit Schutzmaske und schmücken unser Rad mit einer Speichenkarte. Ja, ich kann auf meinem Rad besonders lange stehen. Bei hoher Konzentration gelingt mir das stundenlang. Bei mittlerer Konzentration schlafe ich gelegentlich ein. Bei Bedarf kann ich davon auch einen stundenlangen Film machen. Ich möchte euch das lieber ersparen. Stattdessen nehme ich euch lieber mit auf eine Tour. Zurück zur Langsamkeit und vorwärts zu sich selbst. Vielleicht finden wir unterwegs ja noch ein paar Bonuspunkte.
Berge machen ist nicht so, eigentlich nicht so arg, aber die Menschen machen es so. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. Wir erreichen das Schloss Liebenstein. Das Schloss ist noch heute Wohnsitz der Freiherren von Liebenstein. Aber es ist trotzdem es ist ein Privileg, da im Haus wohnen zu dürfen in so einer schönen Halle. Ich stelle mir es jedenfalls so vor. Keep looking. If it's not, Also, I'll go again. We still get over it. 'Cause when I look inside, she's always by my side. And she guides me with a sign and light of me. so, den Weg, den kennen wir. Den kennen wir, ja klar. It ain't over. I'm not Wir besuchen Bad Boll, I just want wo me to Blumhardt find das it. Kurhaus gründete und als Pfarrer und Heiler europaweite Berühmtheit erlangte. Wir besuchen sein Grab auf dem Friedhof der Herrnhuter Brüdergemeinde. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Regines Ratsalon.